Du möchtest Robux bekommen, aber hast kein Geld? Dann bist du ja richtig. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos, die dir gratis Robux versprechen, aber in Wirklichkeit wollen sie dich einfach nur scammen. Deswegen mache ich dieses Video, einerseits um den Scammern die Reichweite zu nehmen, aber natürlich auch um dir zu zeigen, wie du wirklich Robux bekommen kannst, ohne dafür Geld auszugeben. Um das Ganze zu toppen, verlose ich in diesem Video 10.000 Robux an ein paar Zuschauer, die das Video aufmerksam durchschauen. Und die Chance, dass du gewinnst, ist sogar höher, als du wahrscheinlich glaubst. Wie du gewinnen kannst, erfährst du im Verlauf des Videos. Unten sind natürlich Timestamps, falls dich ein bestimmter Teil des Videos interessiert. Und wir starten jetzt erstmal mit einem wichtigen Vorwort. Dir sollte auf jeden Fall bewusst werden, dass Robux eine Währung sind, die mit Echtgeld bezahlt werden muss. Das heißt nicht, dass du Geld dafür ausgeben musst, aber dass jemand das tun muss. Also verhält es sich mit Robux wie mit echtem Geld. Man muss dafür arbeiten. Man kriegt nichts geschenkt. Zumindest sollte man nicht erwarten, dass man was geschenkt bekommt. Und wenn, dann schenkt dir auch niemand ein Vermögen. Es gibt auch keine geheimen Tricks, um gratis Robux zu erschaffen oder irgendwelche Glitches dafür. Wenn dir jemand davon erzählt, will er dich ganz sicher scammen und du solltest auf gar keinen Fall darauf eingehen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, Robux ohne viel Aufwand zu bekommen, aber mal im Ernst. Reich wird man ohne Aufwand nicht werden. Das heißt, wenn du viele Robux haben möchtest, musst du dafür auch viel arbeiten. Wenn du nur ein paar Robux möchtest, um dir eine Kleinigkeit kaufen zu können, kann ich dir aber natürlich auch helfen. Kommen wir zum leichtesten Weg für gratis Robux. Da sich Robux wie echtes Geld verhalten, kann man auch nur Robux von jemandem bekommen, der dafür auch seine Robux hergibt. Also wäre der leichteste Weg für Free Robux Spenden. Robux geschenkt zu bekommen ist zwar der aufwandsloseste Weg, aber auch nicht der zuverlässigste. Extra dafür gibt es das Spiel Please Donate. Hier kannst du dir einen Stand claimen und darauf hoffen, dass irgendjemand vorbeikommt und dir seine Robux schenkt. Du kannst dir sicher schon vorstellen, dass du die Leute dort überzeugen musst, dir Robux zu geben. Immerhin betteln dort täglich hunderttausende Leute und wie ich schon gesagt habe, kriegt man in der Regel nichts geschenkt. Wenn du es trotzdem darauf anlegen willst, kannst du dir das Video anschauen, welches gerade oben auf dem i verlinkt ist. Dort erkläre ich ausführlich, wie man mit Please Donate Robux verdienen kann. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung und achte bei dem Video bitte auch auf den angepinnten Kommentar. Falls sich irgendwas geändert haben sollte und ich ein neues Video machen musste, pinne ich es immer oben in den Kommentaren an. Hier seht ihr meinen Stand. Ich habe 3000 Robux raised. To be fair, ich war jetzt auch nicht viel in Please Donate drin, aber das sollte doch schon mal zeigen, durch Please Donate verdient man nicht viele Robux. Außer natürlich, man hat eine gute Strategie, um Leute zum Spenden zu bringen. Falls du die nicht hast, gibt es noch einen Weg für potenziell mehr Robux für etwas mehr Aufwand. Wenn du mehr Robux bekommen möchtest, kannst du dich auf YouTube, Twitch oder TikTok umschauen, ob ein Roblox-YouTuber gerade Robux verlost. Natürlich ist das eher selten der Fall. Bei mir ist es jetzt auch schon fast ein Jahr her, dass ich Robux an meine Zuschauer verschenkt habe. Und da ich mit YouTube zurückfahre, wird es sicher ewig dauern, bis ich sowas wieder machen werde. Aber wenn es gerade der Fall ist, stehen die Chancen besser, dass du überhaupt Robux bekommst. Und wenn du welche bekommst, sind es in der Regel auch mehr, als dir in Please Donate gespendet werden. Aber Achtung, auf Social Media sind sehr, sehr viele Scammer unterwegs. Wenn die Bedingung für so eine Verlosung ist, dass du auf unbekannte Webseiten gehen oder deine Daten irgendwo angeben musst, dann lass es bitte sein. Sehr wahrscheinlich werden gar keine Robux verlost und wenn du es trotzdem unbedingt versuchen möchtest, lass dich nicht hetzen, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um sicherzustellen, dass die Webseite wirklich vertrauenswürdig ist. Deine Daten solltest du trotzdem niemals irgendwo angeben, egal was dir versprochen wird. Wenn dir Zeitdruck gemacht wird, ist das in der Regel auch ein Zeichen dafür, dass das ein Scammer ist, der dich scammen möchte. Bei meiner Verlosung zum Beispiel gibt es keinen Zeitdruck. Die Verlosung läuft sehr lange und jeder hat eine sehr gute Gewinnchance. Und da wären wir wieder dabei. Ich habe am Anfang des Videos versprochen, 10.000 Robux zu verlosen. Kann man mir überhaupt trauen? Wenn du dir da nicht sicher bist, schau dir erstmal meinen Kanal an und mach dir ein eigenes Bild von meiner Person. Schau, ob ich in der Vergangenheit schon mal Verlosungen gemacht habe und ob die Verlosungen auch aufgelöst wurden. Wenn viele Leute kommentieren, dass sie gescammt wurden, ist das eine riesen Red Flag. Aber nur weil du solche Kommentare nicht siehst, heißt das auch nicht automatisch, dass man mir vertrauen kann. Ich kann ja auch Kommentare löschen oder sogar fälschen. In erster Linie sind die Bedingungen einer Verlosung ausschlaggebend. Wenn du nichts machen musst, wodurch du potenziell gehackt oder anderweitig gescammt werden kannst, ist das schon mal gut. Aber manchen YouTubern, und ich meine da explizit einen gewissen Österreicher, reicht es schon, dass du dir deren Videos anschaust und somit Werbeeinnahmen generierst. Da hilft dann meist ein Blick auf deren Kanal und du siehst direkt, ob der gesamte Content nur aus Clickbait für gratis Robux oder gefälschte Versprechen besteht und du brauchst deine Zeit nicht weiter mit der Person verschwenden. Gut, genug über scammende Content Creator gesprochen. Wie läuft meine Verlosung ab? Das erfährst du im übernächsten Absatz, doch zuerst erwähne ich noch eine Methode.
Noch eine Methode, um mit mittelmäßig wenig Aufwand mehr Robux zu verdienen als mit Please Donate, sind Reward-Programme. Ich persönlich bin kein Fan davon, aber wenn ich eins vorschlagen müsste, wäre es Microsoft Rewards. Dort kannst du dir Werbung anschauen, manchmal Apps installieren, Bing-Suche nutzen oder sonst irgendwas machen, um Punkte zu generieren. Wenn du genug Punkte hast, kannst du sie in Gutscheine einlösen. Häufig gibt es da auch die Möglichkeit, Robux-Geschenkkarten als Belohnung zu bekommen. Wenn du nichts Besseres zu tun hast und vor allem, wenn du sowieso Bing nutzt, kannst du dir das mal anschauen. Aber es dauert echt lange, bis du genug Punkte hast, um dir Robux auszahlen zu lassen. Im nächsten Timestamp geht es endlich über viele Robux, aber auch sehr viel Aufwand. Die ersten 3 Wege für gratis Robux kann absolut jeder machen, aber viele Robux wird man wahrscheinlich nicht kriegen. Das ist anders mit diesem Punkt. Dafür ist aber auch eine Menge Arbeit am Anfang erforderlich. Das Gute ist aber, wenn du diese Anfangsarbeit erstmal hinter dir hast, hast du dir etwas aufgebaut, was dir keiner mehr nehmen kann und dir unfassbar viele Robux einbringen kann. Die Arbeit, die du dafür erstmal machen musst, ist, Roblox Studio zu lernen. Und das geht leider nicht, wenn du Roblox nur am Handy oder Tablet spielst. Falls du kein PC oder Laptop hast, gibt es noch einen Weg für dich, der sogar sehr viel weniger Aufwand ist, aber dazu komme ich später. Roblox Studio ist die Entwicklungsumgebung von Roblox. Jedes Roblox-Spiel wird in Roblox Studio gemacht und du kannst das auch. Klar, wenn du dich noch nie mit Programmieren auseinandergesetzt hast, ist das Thema für dich erstmal komplett ungreifbar und ich verstehe, wenn du denkst, dass du das nicht kannst. Aber es ist so viel leichter, als man am Anfang glaubt. Vor allem, da Roblox entstanden ist, um Kindern Spielentwicklung beizubringen. Leichter als in Roblox Studio kannst du nirgends ein Spiel entwickeln. Na gut, maybe in Scratch, das ist Ansichtssache, aber auch viel eingeschränkter und mit Scratch verdienst du sicher keine Robux. Wenn du mit Roblox Studio erstmal umgehen kannst, musst du nicht mal ein Spiel entwickeln, weil, machen wir uns nichts vor, ein komplettes Spiel ist super viel Arbeit und das schafft man am Anfang einfach nicht. Aber du kannst im Roblox Talent Hub oben auf der Webseite auf Erstellen und dann auf Talent zwischen etlichen Jobangeboten, manche für Kleinigkeiten, manche für riesige Aufgaben, den Auftrag raussuchen, der dir am besten gefällt und nicht nur Robux, sondern auch echtes Geld verdienen. Schauen wir uns einfach mal ein paar Aufträge an. Hier wird ein Fulltime-Scripter gesucht, der 40% der Einnahmen eines Spiels bekommt. Hier gibt es 500.000 Robux dafür, dass man bei einem Rennspiel hilft. Hier gibt es 200 US-Dollar, 250.000 Robux, 100.000 Robux, 150 Robux für einen Tester. Okay, ein Tester muss nicht viel können. Aber auf jeden Fall gibt es hier einige Angebote, die auch ziemlich gut bezahlen. Manche besser, manche schlechter, manche mehr Aufgaben, manche weniger Aufgaben. Und gerade in den Top-Ergebnissen waren da viele Aufträge bei, die basically verlangt haben, dass man ein ganzes Spiel für sie macht. Das heißt, auch im Talent Hub muss man natürlich eine Weile suchen, bis man einen Auftrag gefunden hat, der für einen passt. Und da kriegst du natürlich erst Aufträge, wenn du dir vorher schon Roblox Studio angeschaut und dich entschieden hast, was dir am besten gefällt. Du musst kein 10x-Developer sein, der ganze Spiele alleine kann. Du kannst auch ein Builder, Designer oder Animator sein, wenn dir das mehr Spaß macht. Und all das wird auch gesucht. Aber falls du dir das alles nicht zutraust, bist du hier sicher nur noch wegen der Verlosung und die läuft so ab. In der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Roblox-Spiel. Der Link ist gekennzeichnet als die Obby. Das Spiel ist einfach eine alte und wahrscheinlich verbuggte Obby, die ich noch rumliegen hatte. Alles, was du tun musst, ist die Obby zu spielen, das hier finden und dann das Passwort eingeben, welches ich im Verlauf des Videos irgendwo auf dem Bildschirm versteckt habe. Da musst du nur noch der Roblox Community beitreten, zu der das Spiel gehört. Und am 18. Januar 2025 werde ich unter allen, die das gemacht haben, 10 Gewinner zufällig auslosen. Jeder Gewinner bekommt 1000 Robux. Es ist wichtig, dass du der Gruppe beitrittst, weil ich nur Robux an Spieler auszahlen kann, die auch lange genug in der Gruppe waren. Deshalb endet die Verlosung auch so spät. Aber keine Sorge, falls du das Video erst später siehst, wenn ich dich auslose und du in der Gruppe aber noch nicht auszahlungsberechtigt bist, versuche ich die Auszahlung für dich noch einmal am 1. Februar. Also werde ich auch Anfang Februar auflösen, wer alles gewonnen hat. Und bei 10 Gewinnern ist die Gewinnchance sehr hoch. Also viel Glück. Bevor du zum Roblox-Milliardär wirst, kommt jetzt noch der Timestamp für mobile Spieler, die gerne mehr verdienen würden. Du möchtest also nicht angewiesen sein auf Spenden und Robux verdienen, obwohl du Roblox Studio nicht nutzen kannst? Dann habe ich erstmal eine kleine, schlechte Nachricht für dich. Du musst erstmal mindestens 10 Robux investieren. Wenn du die noch nicht hast, bist du leider darauf angewiesen, deine ersten Robux in Please Donate zu erbetteln oder anderweitig aufzutreiben. Wenn du aber ein paar Robux übrig hast, kannst du sie ausgeben, um Merch auf Roblox hochzuladen und zu verkaufen. Am günstigsten ist klassische Kleidung, aber um die zu verkaufen, brauchst du eine super gute Idee für irgendetwas, was es noch nicht gab. Es gibt Apps, die dir helfen können, klassische Kleidung zu malen und für nur 10 Robux kannst du sie hochladen und für mehr Robux verkaufen. Oben auf dem i ist jetzt auch ein Video, wie man klassische Kleidung auf Roblox hochlädt und verkaufen kann. Sehr viel mehr Robux kannst du aber durch andere UGCs verdienen. Wenn du da eine gute Idee hast, kannst du 10 bis 100.000 Robux damit verdienen. UGCs zu erstellen ist jedoch viel aufwendiger und wenn du sie verkaufen willst, musst du auch erstmal über 2000 Robux investieren. Ja, 750 für den Upload und 1500 fürs Verkaufen. Falls du dich dafür interessierst, habe ich oben auf dem i eine Short
Short-Serie verlinkt, wie man einen UGC von Blender auf den Marketplace bringt und dort dann verkaufen kann. Aber wie gesagt, die Robux-Gebühren sind nicht ohne. Das ist aber auch sehr viel aufwendiger und halt auch teurer als klassische Kleidung. Es kann sein, dass Roblox die Gebühren in Zukunft verringert. Aktuell sind sie so hoch, um Spam zu reduzieren. Aber falls du dir Roblox Studio zutraust, könnte dich der letzte Punkt interessieren. Wie kann ich es mir überhaupt leisten, mit meinem kleinen Kanal 10.000 Robux zu verlosen? Nun ja, danke an meine Kanalmitglieder. Ohne euch würde es diese Videos gar nicht mehr geben. All eure Namen sind jetzt eingeblendet, aber jetzt im Ernst. Die Robux zu verlosen ist für mich keine große Sache, weil ich ein Roblox-Spiel entwickelt habe, welches regelmäßig gespielt wird. Für alle, die selbst gut laufende Roblox-Spiele haben, sind 10.000 Robux sogar lächerlich wenig. Felix hat zum Beispiel vor ein paar Monaten sein erstes Spiel zusammen mit Victor veröffentlicht und das Spiel hat nach ein paar Tagen schon genug Spieler gehabt, um zuverlässig 10.000 Robux am Tag einzunehmen und das anhaltend bis heute. Jetzt stell dir vor, du hättest ein in Anführungsstrichen kleines Spiel mit in Anführungsstrichen nur 1000 gleichzeitigen Spielern und entwickelst dann das nächste, welches auch um die 1000 gleichzeitige Spieler erreicht. Dann werden aus 10.000 Robux schnell 20.000 Robux am Tag. Natürlich sind Spielerzahlen schwankend, Robux-Einnahmen auch und dein erstes Spiel wird wahrscheinlich gar keine Spieler erreichen. Immerhin gibt es sehr viel zu lernen. Felix hat sich etwa ein Jahr Zeit genommen, Roblox Studio zu lernen, bevor er mit seinem ersten Spiel überhaupt angefangen hat und das ist wichtig. Dazu sei noch gesagt, dass Felix ein absoluter Boss ist und der kriegt Sachen auf die Beine gestellt, die sonst niemand hinkriegt in dem Zeitraum. Also, nimm dir so viel Zeit wie möglich, um deine Fähigkeiten zu verbessern, arbeite erstmal an sehr kleinen Projekten, um dein Verständnis zu schärfen und biete dich, wenn du gut genug bist, erstmal als Aushilfe für andere Projekte an. Irgendwann ergibt sich eine Gelegenheit und wenn du sie ergreifst, kannst du unvorstellbar viele Robux verdienen. Und das sind dann keine paar tausend Robux, damit du dir Gamepässe leisten kannst, sondern so viele, dass du sie in Echtgeld auszahlen lassen und wahrscheinlich davon leben kannst. Wenn du den Punkt erreicht hast, dass deine erste Robux-Auszahlung in Echtgeld ansteht, bemerkst du sicher, dass der Bewerbungsprozess dafür ziemlich kompliziert ist. Dabei kann ich aushelfen, denn ich habe meinen persönlichen DevEx-Bewerbungsprozess aufgezeichnet und hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um echtes Geld mit Robux zu verdienen. Falls du erstmal Robux verdienen möchtest, dann klick auf diese Playlist, in der ich Schritt für Schritt für Anfänger erkläre, wie Roblox Studio funktioniert. Viel Erfolg!